Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Playmocast, und in dieser 66. Folge ist eine alte Bekannte, die jetzt natürlich zum festen Inventar des Podcastes gehört, wieder dabei. Hallo Sabrina. Hallo, ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du wieder dabei bist, und ich freue mich auch sehr, dass wir wie in Folge 64 eine Sache machen, ja, die eine Besonderheit dann mit sich bringt. Und zwar haben wir ein neues Spielformat mit im Gepäck, und zwar ein neues Spielformat, das den Namen Das Duell trägt. Duell. In dieser Stadt ist kein Platz für uns beide. Wir haben zwei Themenwelten mitgebracht, und zwar stellen wir in dieser 66. Folge einmal die Magic Unicorns mit der Themenwelt Princess Magic gegenüber. Also hier ist viel Magie heute mit dabei, viel Magie in dieser Podcast-Folge, und wir gucken mal, welche Produkte uns da am Ende am besten gefallen und welche Themenwelt hier am Ende gewinnen wird. Bei den Magic Unicorns haben wir die Besonderheit, dass es die noch gar nicht so lange gibt. Sabrina, wir hatten die ja schon in den letzten beiden Folgen zu den Neuheiten mit dabei, hatten auch so ein paar Princess Magic Sachen mit dabei. Princess Magic, eine Riesenthemenwelt. Da werde ich hier an dieser Stelle im Hintergrund nochmal alle Produkte, die es dazu gibt, weil wir heute nicht auf alle eingehen können, einfach nochmal hier aneinander reihen mit Bildern, sodass ihr die seht, weil die haben so viele coole Sets. Also die haben so viel Magie wirklich dabei. Das ist wirklich echt erstaunlich. Und heute haben wir 7 Gegenüberstellungen aus dem Grund, weil es halt nur 7 Sets gibt von den Magic Unicorns. Und Sabrina, ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an. Ja, unbedingt. Ich bin bereit. Ich kann noch ganz kurz erklären, dass es in diesem Format wieder einen Joker gibt. Den haben wir wieder mitgebracht. Du hast ihn schon gesehen. Ich habe ihn mir schon angeschaut, genau. Das ist Lucky Luke, unser Joker, unser bestes Set. Also du kannst ja dann, während wir die Gegenüberstellung betrachten und während wir die Gegenüberstellung auswerten, dann einmal schauen, ob du da schon ein Set siehst, bei dem du denkst, boah, krass, also viel besser kann es gar nicht gehen. Oder vielleicht machen wir das dann am Ende, also je nach Gusto, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Die erste Gegenüberstellung ist die 71840, das Sammeleinhorn Regenbogenblume mit Fee. Hier habe ich mal eine Sache gemacht, die ich sonst zuvor noch nie gemacht habe. Ich dachte mir, das spielt hier bei dieser Gegenüberstellung schon ein bisschen eine Rolle, weil ich habe die Größe der Sets einfach mit angegeben. Also wir haben hier 2 XS-Sets gegenübergestellt. Also wie gesagt, Regenbogenblume gegen die 71850, das Badezimmer für Prinzessin. Sabrina, jetzt die große Frage, willst du anfangen und sagen, welches Set dir besser gefällt, oder soll ich starten? Ich starte liebend gerne. Das ist völlig fein für mich, wenn das für dich in Ordnung ist, Lars. Absolut. Also ich kann auf jeden Fall schon mal ziemlich klar sagen, welches Set mir besser gefällt. Und das ist auf der Seite der Princess Magic. Ich bin selber auch eine absolute Badenixe, deswegen finde ich die Wanne natürlich total super. So eine Ja. freistehende Wanne, ein Traum. Finde aber auch das Zubehör ganz nett und die Begleitung in der Badewanne. Du hast es mir vorhin schon verraten, der Kakadu. Stimmt. Naja, und was man eben zum Baden so braucht. Und ich finde das farblich tatsächlich auch sehr ansprechend. So eine blaue, freistehende Badewanne. Lilafarbenes, ist das ein Handtuch, das sie schon umhat? Würde ich sagen, ja. Das Krönchen, das sie aufhat. Ja, ich finde das lädt mich zum Baden ein. Finde ich total nett. Auf der anderen Seite Magic Unicorn ist auch ein wirklich zauberhaftes Set. Mich spricht das Grün so in der Kombi nicht so an. Die Fee, wie sie aussieht, empfinde ich nicht so feenhaft. Wobei wirklich auch hübsch gemacht, und das Regenbogenpferdchen. Aber ja, Princess Magic spricht mich im Vergleich bei diesen beiden Sets sehr viel mehr an. Ja, würde ich auch sofort sagen. Ich mag die Badewanne auch sehr, bin auch ein großer Badefan, daher ja, fand ich das schon mal sehr, sehr cool, und ich finde den Kakadu auch sehr, sehr niedlich, und bei dem ist ja dann irgendwie auch die Krönung im wahrsten Sinne des Wortes, weil
Das sieht ja oben so aus, als ob der eine Krone trägt. Und das Stimmt. passt ja wirklich wunderbar in diese Princess Magic-Reihe. Sieht so ein bisschen prinzenmäßig aus. Also da nochmal sehr cool. Wie gesagt, die Farben gefallen mir gut. Diese Badewanne, diese freistehende ist cool. Es sieht ein bisschen aus wie so blaues Glas oder so blaues Kristall. Also das schon mal sehr, sehr gut. Und ich finde die Gestaltung der Fee in Ordnung, aber auch nicht viel mehr als in Ordnung. Also das, was du gesagt hast, würde ich genauso auch hier nennen und auch so empfinden, weil das mir irgendwie ein bisschen zu dünn so. Also da ist jetzt nichts Besonderes bei. Das Coole ist hier natürlich, kann ich mal ganz kurz sagen, bei allen Einhörnern, die wir hier dabei haben, da gibt es die Besonderheit, dass wir die Mähne, den Schweif und das Horn wechseln können. Also du kannst da für eigene Magie sorgen und kannst da alles so ein bisschen selbst gestalten. Das ist einfach eine tolle Sache. Und weil Leo letztens schon gefragt hat, in Folge 63, glaube ich, was diese kleine Figur da eigentlich sein soll, das ist ein Joyling, ein sogenannter Joyling, ein Begleiter, der mit viel Hingabe und Freude bei der Pflege des Einhorns helfen soll. Weiß nicht, viel Freude und Hingabe, so ein bisschen auch, glaube ich, abgeleitet von Joy, deswegen Joyling. Also der ist ja in allen Einhorn-Sets dabei. Also finde ich schon süß so, wenn man weiß, wofür der da ist, dann ist das ein wichtiger oder ein witziger Aspekt dann irgendwie auch. Aber ich finde auch hier 1:0 oder insgesamt ja 2:0, muss man sagen, für, für Princess Magic. Und Ja. dann gehen wir in die zweite Gegenüberstellung, Sabrina. Da haben wir die 71843, das Sammeleinhorn Glückslavendel mit Fee, auch ein Set in der Größe XS, und dem Set gegenübergestellt 71503, die Meerjungfrau mit Farbwechselkrake, auch in der Größe XS. Und ich würde hier einmal sagen, das ist ein bisschen enger als bei der ersten Gegenüberstellung. Finde aber die Meerjungfrau farblich einfach perfekt gestaltet. Und schon alleine deswegen würde ich hier auch wieder mit Princess Magic gehen. Und ja, wie sieht's bei dir aus? Ja, mache ich. Mache ich. Schließe ich mich direkt an. Auch hier bin ich wieder bei Princess Magic. Einfach, ich finde das richtig stark, dass die Krake so einen Farbwechsel hat. Und ich finde Ja. auch farblich die Meerjungfrau wirklich sehr, sehr schön gestaltet mit diesen beiden Zöpfchen. Mhm. Finde ich sehr nett. Ja, nur so als Anmerkung, vielleicht bin ich da aber auch so sehr penibel. Bei dem anderen Mhm. Set, bei der Fee ist mir das auch schon aufgefallen. Die Figuren haben ja Röcke an, aber irgendwie sind mir die Röcke Kurz. also zu scheibig. Ja, also die Mhm. gehen ja so weit auseinander in die Höhe. Mhm. Das sieht mehr aus wie so ein kleiner Kranz, der an der Hüfte hängt. Stimmt. Weniger wie ein Rock. Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich mir einfach gewünscht, dass der so ein bisschen weiter runterkommt. Würde am Gesamterscheinungsbild noch mal ein bisschen was verändern. Mhm. Aber genau. Habe ich eine direkte Parallele zu dem Set aus der Princess Magic-Reihe, wo du meintest, die Prinzessin ist einfach mit viel zu viel Dekolleté ausgestattet. Ne? Ist auch so ein bisschen, sieht ein Stimmt. bisschen komisch aus hier. Und dann nochmal Folge 64, kleine Referenz. Ich finde, die Meerjungfrau erinnert mich so ein bisschen an die Zahnfee. Also deswegen farblich irgendwie so ein bisschen, ganz grob. Ja. Gefällt die mir schon ganz gut. Ich finde, das ist auch so eine Meerjungfrau. Also habe mit beiden Themenwelten jetzt eigentlich gar nichts zu tun, aber fand eigentlich ganz gut oder fand die Idee ganz gut, dass wir die mal hier nennen, weil die ja sonst kaum Beachtung findet bei uns im Podcast. Ich finde, also die Meerjungfrau ist einfach perfekt gestaltet und finde aber die Fee auf der anderen Seite auch nicht schlecht, so farblich, aber ja, die Meerjungfrau ist perfekt. Ja, Punkt. Bin ich bei dir. Punkt, genau. Dann steht 4:0, würde ich sagen, ne? Das Tatsächlich, ja. ist erstmal eine Führung, da muss noch einiges kommen hier von den Magic Unicorns. Ich hoffe, die sind gut aufgestellt und gehen so ein bisschen in den Angriff. Denn wir haben fabelhafte Sets in der dritten Gegenüberstellung, die 71839. Das Set haben wir schon mal in den Shorts besprochen. Das ist der zauberhafte Einhornstall für Mama und Fohlen in der Größe M gegen die 71848 gegen die königliche Küche, auch in der Größe M. Sabrina, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, dass du dich tendenziell für den zauberhaften Einhornstall entscheiden könntest, aber ich glaube, die Küche, die ist auch ziemlich perfekt und könnte bei dir richtig gut ankommen. Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Den zauberhaften Einhornstall, den kenne ich noch gar nicht.
Der kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Aber ich würde mal mit der Küche anfangen. Ich esse ja unheimlich gern. Ja. Und diese Küchenhexe, also so ein Ding würde ich mir ja selber auch in meine Wohnung stellen. Finde ich genial. Mhm. Ich finde das auch schön aufgemacht mit dem Schränkchen. Da wird gekocht, da wird Teig gerollt. Also die sind ja hier auch bestens vorbereitet. Also bieten hier breitflächig Nahrung an. Der Einhornstall, da gibt es auf jeden Fall auch einiges zu entdecken. Da muss ich nochmal genauer gucken. Also ich glaube, das ist wieder so eine Fee. Die finde ich bedeutend besser gemacht. Da gefällt mir Ja. der Rock wirklich gut. Die Zöpfchen mit dem Oberteil, das also spricht mich sehr viel mehr an. Die beiden Einhörner, ein Mama-Einhorn, ein Babyfohlen, finde ich total süß. Und oben sehe ich gerade, da klettert ja noch so ein Eichhörnchen über den Baum. Auch richtig süß. Und da unten sitzt auch noch eins. Also, du lagst richtig mit deiner Tendenz. Also, hier bin ich dann doch auf der Seite Magic Unicorn und wähle den zauberhaften Einhornstall. Ich war mir nicht ganz sicher, weil ich dachte, am Ende würdest du vielleicht sagen, die königliche Küche gefällt dir ein bisschen besser. Aber Magic Unicorns, okay. Dann also ich finde es halt auch ganz, ganz okay. Ist natürlich auch hier ein bisschen bitter, weil wir bei der Produktbeschreibung oder bei dem Produktbild ja den weißen Hintergrund haben. Und da fehlt irgendwie die farbliche Umgebung. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wobei es ja auch jetzt nicht viel Unterschied macht. Auf der rechten Seite hast du natürlich so ein bisschen Schloss, Küche angedeutet im Hintergrund. Ich finde alle Elemente, die in der Küche sind, traumhaft schön. Das sind auch so Möbel, die wir aus der Nostalgie-Serie kennen. Also ich finde die sehr, sehr gut einfach zusammengestellt. Das ist eine sehr, sehr gute Komposition. Und ja, ich muss da leider wieder auf die Princess Magic-Reihe gehen. Also besser geht's kaum. Ist bei mir auch, glaube ich, sowas für den Fall Joker. Also bin da eigentlich schon ziemlich sicher, dass da der Joker eine ziemlich sichere Option sein könnte. Muss ich mir aber dann nochmal überlegen und mir die anderen Sets nochmal angucken. Aber hier auch für mich ganz klar die Princess Magic Sets. Mann, du hast recht. Ja, jetzt habe ich auch so geschwärmt von der Küche und habe mich dann doch fürs andere Set entschieden. Aber das gibt auch einiges her. Die Eichhörnchen, ich glaube, die haben es am Ende dann ausgemacht und mich überzeugt. Ja. Ja, die sind auch süß, ne? Also ist ja auch so generell auch ein cooles Set. Also ich finde auch wirklich alle Sets eigentlich ziemlich gelungen. Und würde da auch bei keinem Set sagen, boah, was haben die denn da gemacht? Da kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Aber die Konkurrenzsituation ist natürlich hier eine, die sich gewaschen hat. Also die ist schon, ja, von starken Gegenüberstellungen hier geprägt. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zur vierten Gegenüberstellung und gucken da mal, wie es mit der Konkurrenzsituation so aussieht. Denn es wird hier golden mit dem goldenen Einhornfohlen mit Fee. 71844 ist die Produktnummer, ein Set in der Größe XS gegen die 71502 gegen die Meerjungfrau mit Perlmuschel, auch ein Set in der Größe XS. Genau, ich glaube, du bist dran, Lars, ne? Ah, okay, dann fange ich direkt mal an. Oh, ich finde beides wieder gut. Das ist echt schwierig. Ich finde es irgendwie auch süß, alles, was da passiert. Also das ist schon ganz cool. Princess Magic gibt es halt ein bisschen länger so als Themenwelt und da ist halt so viel, da sind so viele Details, da sind so viele Sets, die so gut zusammengehören, dass du bei der Zeit, in der diese Spielwelt auf dem Markt ist, ja schon so viel herausbringen konntest und deswegen haben die da echt sehr, sehr coole Sachen. Also ich muss hier immer wieder sagen, bei dem Betrachten der Sets, dass das einfach fabelhaft ist. Und ich glaube, genauso wird es dann auch bei der Magic Unicorn Serie, wenn da im nächsten Jahr dann noch ein paar Neuheiten auf den Markt kommen. Ich muss mich hier, glaube ich, schon wieder für Princess Magic entscheiden, weil der lila Ton so gut passt. Diese Muschel ist sehr, sehr gut, finde ich. Finde ich einfach rund. Macht einfach Spaß anzusehen. Ist auf der anderen Seite auch so, aber ich finde diesen lila Ton bedeutend schöner und finde toll, dass sich das in der Frisur wiederfindet und im Armschmuck, in der Perle, in der Muschel. Also es, ja, ich weiß nicht. Also viel besser kannst du es nicht machen. Was denkst du? Ich denke, so ziemlich das Gleiche. Für mich ist das rechte Set ziemlich, ziemlich rund. Mhm. Es wirkt frisch, es wirkt modern. Die hat ja dann
Also die Meerjungfrau hat noch so eine Handgelenkmanschetten um. Das ist irgendwie so der Unterwasserschmuck. Ich hatte die mit der Flosse ganz süß gemacht und dann ist das ja auch noch so gemustert. Ja, Das also vom Oberteil, genau mit der Frisur. Ich mag auch die Frisur an sich, wie sie gestaltet ist, ja, sehr, sehr gerne. Hm. Das linke Set ist auch sehr süß. Da ist der Rock von der Fee wieder sehr hübsch gemacht. stimmt. Ist halt so irgendwie auch so in einem blassen lila, rot, Mhm. gold. Ne? Das Ja, würde ich sagen, sind so die drei Hauptfarben. mhm. Den Joyling finde ich auch ganz süß, aber der kommt irgendwie auch nur bei den Magic Unicorn Sets vor, habe ich so das Gefühl, oder? Genau, ich glaube, das ist direkt ein Charakteristikum der Magic Unicorns, genau. Okay. Ich finde das Einhorn nicht so gut geglückt. Also da haben wir Ja, schon wirklich schönere gesehen. Daher, ja, bin ich wieder mit dir einer Meinung und wähle auch Princess Magic. okay. Die sahen die ganz schön ab, muss man sagen, ne? Ja. Princess Magic hatte schon ein paar starke Sets. Ich habe extra wirklich versucht, dann so passendes Set so halbwegs auch zu finden, aber Princess Magic ist wirklich eine Bank. Also, wie gesagt, Magic Unicorns auch gut, muss man ganz klar sagen. Das haben die echt toll gemacht und wir haben die Serie auch häufig schon gelobt. Und das ist hier aber wirklich ziemlich eng und ziemlich starke Konkurrenz, so wie auch in der fünften Gegenüberstellung, denn hier haben wir natürlich wieder ein Einhorn mitgebracht, das Sammel-Einhorn Sonnenscheinblüte mit der Produktnummer 71842, Größe XS wieder. Und dann mitgebracht haben wir die 1005 Figur mit Flaschengeist. Das ist jetzt auch nochmal was anderes, mal keine Unterwasserwelt. Mhm. Das fällt mir im Vergleich tatsächlich auch etwas schwerer. Ich finde ja bei dem linken Set von dem Einhorn die Mähne total schön. Das Ja, die flattert Farbe ist so. cool. Boah, ja, für die Farbe und das, also als würde der Wind da gerade Stimmt. so richtig wehen. Ja, Auch die Fee gefällt mir sehr gut. die Also ist das mag cool. ich farblich und vom Design her finde ich das sehr schön. Die hat Mhm. kurze Haare, finde ich total cool. Ja. Und ich finde den Joyling traumhaft. Also ich mag die Farbkombination Ja, echt sehr, sehr gerne. Die sieht sehr cool aus, finde ich. Ein paar coole Farben, die da echt ganz gut zusammenpassen. wobei ich den Flaschengeist auf der anderen Seite auch sehr cool finde. Ja, Also das ist schon irgendwie auch besonders. ja, ja. Dann ich nenne ihn mal Aladdin. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, es geht in die orientalische Aladdin-Richtung, genau. Ja, auch sehr gut gemacht. Erkennt man sofort, typische Merkmale vorhanden. Ein Ja, paar Moneten, ne, die können sich den Koffer noch vollhauen und haben erstmal ausgesorgt für die nächsten paar Monate oder vielleicht auch Jahre, wer weiß. erstmal Urlaub machen, ja. Ja, genau. Mhm. Lass mal Urlaub machen bei Magic Unicorn. Genau. Mal gucken, was die so zu bieten haben. Die gibt es ja noch Genau. gar nicht so lange. Wir zeigen dir mal, wie es geht. Genau. Ähm, ich Ja, entscheide mich fürs rechte Set. Aber ja. einfach, weil ich das sehr erfrischend finde. Mhm. Ich dachte auch, da sprechen so viele Punkte fürs rechte Set. Ich habe jetzt schon ein bisschen versucht, auch auf links zu zendieren und mir dann selbst sagen zu wollen, nee, komm, das Set ist eigentlich besser. Und dann dachte ich mir so, ja, weiß ich nicht. Weil Hm. irgendwie wäre es unfair, weil Qualität sich am Ende durchsetzen sollte. Wobei ja, wie gesagt, links nicht Qualität fehlt, sondern die Qualität rechts einfach ein bisschen überzeugender für mich ist. Die Fee ist sehr, sehr cool, die ist sehr, sehr cool gestaltet. Dieser Joyling ist der coolste Joyling, den es geben kann, finde ich, von den Farben her. Das ist sehr, sehr cool. Beim Einhorn gefällt mir der Gelbton nicht so ganz. Da hätte man vielleicht was anderes machen können, weil es gar nicht so richtig ins Set reinpasst. Isoliert betrachtet finde ich das Einhorn aber sehr, sehr cool. Aber rechts hast du halt wirklich diese orientalische Szene. Aladdin fällt einem sofort ein. Die Klamotten sind sehr authentisch. Das sieht genauso aus wie im Märchen. Deswegen weiß ich nicht. Ich gehe da mit dir, laufe dir hinterher und rufe, ich finde es auch perfekt. Also ich finde es wirklich sehr gut. Ja, Ich bin gespannt, Lars. Das könnte deine Princess Magic Folge werden hier. das stimmt, ne? Wir müssen wirklich die Serie nochmal komplett einmal darstellen, glaube ich, weil da so viele coole Sets noch dabei sind. Ich weiß nicht in welchem Format, aber da gibt es wirklich eine coole Vielfalt. Die haben sehr, sehr viele Sachen. Also da müsste man vielleicht dann auch nochmal, wenn du Lust hast, drüber sprechen, separat.
Ja, klar, gerne. Hm. Das ist cool. Ein Set, was wir aber definitiv schon mal hatten, das kommt jetzt hier vorbei. Das ist die 71838, das gemütliche Feenzuhause mit Goldeinhorn und Stall in der Größe L gegen die 71360 gegen die himmlische Babywolke. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht besprochen, auch nicht in YouTube-Shorts, aber jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich dran oder bist du dran? Ich weiß es gar nicht. Du darfst starten, Lars. Mhm. Okay, dann starte ich direkt. Also ganz klar, brauche ich gar nicht überlegen. 0,1 Sekunden habe ich dafür gebraucht. Es ist natürlich das gemütliche Feenzuhause. Wir hatten das in der letzten Folge, glaube ich, ne? Ja, genau. Ist bei mir in den Top 3 gelandet, würde ich sagen, oder auf dem 4. Platz, irgendwo da. Ich glaube, 3. Position war es und ich finde es wirklich perfekt. Finde es traumhaft schön, finde es komplett rund. Kann ich hier nochmal sagen. Kann hier auch nochmal ganz kurz dazu auffordern, dass ihr Folge 64 natürlich auch hören müsst. Ja, da haben wir dieses Set dann vorgestellt und haben darüber schon mal gesprochen. Also ich finde es wirklich perfekt. Mir gefällt an dem Set eigentlich alles, außer vielleicht diese Feengrün. Die würde ich jetzt mal rausnehmen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber sonst Ja. ist das genau so ein Gebäude, wie du dir das im Märchen vorstellst. Mit dem Einhorn zusammen ist das eine sehr, sehr traumhafte Entscheidung. Deswegen habe ich nicht eine Sekunde über das rechte Set nachgedacht, aber kann natürlich sein, dass das bei dir der Fall war. Mein Entschluss ist da auch sehr klar und auch relativ schnell geschlossen. Diesmal laufe ich dir hinterher und entscheide mich auch für das Feen zu Hause. Wir haben beim letzten Mal ja schon sehr davon geschwärmt und ich habe den Feen mittlerweile auch schon einen Brief geschrieben und mich mal angemeldet zu einem Besuch. Ja. Ich finde das so nett. Ein Brief ist angekommen, soll ich dir sagen. Ah, okay. Oh, ich hatte ein bisschen Bedenken, dass ich nicht die richtige Adresse herausgefunden habe, aber also wer Interesse hat, ich habe die Connection. Okay. Ja, einfach bei Sabrina dann melden. Genau. Gar kein Problem. Ich glaube, ich finde, ich finde diese himmlische Babywolke auch sehr schön. Was mich daran aber sehr stört, ist diese orangefarbene Rutsche. Ich finde, die passt da für mich einfach nicht rein. Da hätte ich mir, glaube ich, auch eher so einen grünlichen Türkis-Pastellfarbe gewünscht oder vielleicht auch so ein pastellfarbenes Lila. Das hätte für mich sehr viel besser da reingepasst. Ja, ne? Das macht da irgendwie so einen Break. Ja, das wertet ein bisschen ab, finde ich auch. Und manchmal sind es ja einfach so Kleinigkeiten, bei denen du dann sagst, ja, irgendwie stört mich das komplett. Also das passt ja gar nicht farblich ins Bild, so wie du gerade gesagt hast. Und ich finde das auch so. Also das hätte man irgendwie anders lösen können und machst doch irgendwie vielleicht, ja gut, farbneutral oder weiß ich nicht, machst in so einem leichten Rosa oder so. Aber so Ja. finde ich es irgendwie komisch. Hätten sie auch durchsichtig machen können, so wie die Badewanne. Ja, stimmt, das wäre perfekt, genau. Das wäre eine gute Idee, ja. Aber so, ja, müssen wir uns dann zwangsläufig halt schon mal aus diesem Grund für das andere Set entscheiden. Ja, so ist das, ja. So schnell geht's, genau. Die perfekte Gegenüberstellung kommt zum Abschluss dieser Folge. Und zwar ist das die 7. Gegenüberstellung. Es ist die 71841, das Sammeleinhorn Himmelsrose mit Fee in der Größe XS gegen die 71501, gegen die Meerjungfrau mit Delfin in der Größe XS. Ich habe schon mal meinen Joker für die Fee verwendet, für das Feen-Set. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das hier favorisierst oder vielleicht sagst, ja, die Meerjungfrau, die ist ja noch ein bisschen cooler. Du hast deinen Joker verwendet für das Feen zu Hause, oder? Für die Fee. In Folge 63, glaube ich. Ach so, ach hier, jetzt. Ah, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Also, für mich ist hier führendes Set das Meerjungfrauen-Set mit Delfinen. Ja, Also vielleicht auch einfach, weil es vom Hintergrund her schon sehr viel besser aufgemacht ist, dass das, was du vorhin gesagt hast, wenn so die Umgebung im Hintergrund irgendwie auch noch so ein bisschen mitgestaltet ist, dann spricht das einen vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr an. Aber hier ist auch ein bisschen mehr was los und zu sehen. Da gibt es diesen Korb da im Hintergrund, der noch so ein paar Sammelsorien beinhaltet. Ich finde die Delfine wirklich ganz, ganz süß gemacht. ja, die sind traumhaft. Lila mit diesen Sternen drauf. Ja. Das sieht richtig süß aus, ne? Der Fisch da, der da noch rumschwimmt. Und ich finde die Meerjungfrau wirklich
Also bildhübsch. Ja, die ist Mit perfekt. den Haaren, mit Ja. mit der goldenen Flosse und am Ende dann so durchsichtig. Haben sie wirklich schön gemacht und deshalb würde ich das favorisieren. Ja, ging mir wirklich auch so beim Betrachten. Ich habe die Sets, glaube ich, vor 3 Wochen oder so zusammengestellt und habe dann einmal so ganz kurz rüber geguckt, weil ich mir dachte, ja, ich will jetzt nicht zu voreingenommen sein und will mich schon irgendwie festgelegt haben in der Folge hier. Aber, also ich finde ja, das linke Set, also die, ganz kurze Pause, die Fee schon echt traumhaft und deswegen war es damals mein Joker. Ich muss aber sagen, die Meerjungfrau, die ist irgendwie noch ein bisschen besser, weil mich die Delfine einfach mehr abholen. Also schon mal die Kleidung alleine der Meerjungfrau, die ist noch ein bisschen besser als bei der Fee, weil es farblich einfach so gut zusammenpasst. Das ist eine mutige Zusammenstellung, so eine mutige Farbkomposition. Die Delfine sind einfach in einer witzigen, magisch traumhaften Farbe so. Also natürlich würden die niemals so irgendwo erscheinen, aber es passt hier wunderbar in diese Welt rein und dass sie diesen Schritt gehen und das dann wirklich auch so umsetzen, finde ich sehr, sehr beachtlich und das ist irgendwie rund alles. Also ein Ja. sehr, sehr rundes Set, ne? Und ich habe auch ganz kurz gerade drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, inwieweit du dir darüber schon Gedanken gemacht hast, aber ich habe kurz überlegt, ob dieses Meerjungfrauen-Set mein Lieblingsset ist. Und ich weiß nicht, ob du zuerst einen Joker nennen willst oder. Ja, ich gucke gerade. Also ich hänge auch so ein bisschen ich will immer Aladdin-Set sagen, aber es ist der Flaschengeist. Ja, Wobei die andere Meerjungfrau mit dem Korb, irgendwie die sind die ist alle auch ganz. cool, ja. Ja, oder mit dem Wechselkragen. Stimmt. Ich finde auch die königliche Küche, die finde ich auch Ja, traumhaft. ja, die hatte ich ja nicht genommen. Da war ich ja eher Stimmt, beim Einhornstall. stimmt. Ich glaube, ich nehme die Wechselkrake, einfach weil ich es sehr erfrischend finde. Das ist irgendwie nochmal so ein nettes Nice to Mhm. have. Man kann es Ja, wirklich ja mit in die Badewanne nehmen. Also ja, irgendwie ist das cool. ja. Und die Meerjungfrau war sehr hübsch. Ich mag das so ein bisschen auch verspielt mit den Haaren und die Farben waren schön. Ja, diese Zöpfe sind auch so süß, ne? Also schon traumhaft gemacht. Ich finde die Farben auch, das ist so mit meiner Lieblingsfarbe. Dieser Grünton, dieser Türkiston oder bisschen Petro, ja doch, Türkis, der ist sehr, sehr cool. Das gefällt mir alleine schon ganz gut. Und dann diese königliche Küche ist einfach ein Traum. Also da finde ich alles cool, was dabei ist. Finde ich sehr, sehr süß. Ich schwanke gerade zwischen königlicher Küche und zwischen der Meerjungfrau mit Delfinen, weil das einfach geil ist, finde ich so. Einfach verspielt, witzig und komplett farbenfroh und komplett stimmig auch. Ich gehe mal auf, ja, Küche. Da die Küche ist einfach traumhaft. Aber was mache ich denn Und jetzt? die haben eine Küchenhexe. Ja, das ist wirklich perfekt. Also, dass das noch mit reingebaut wurde, ne, finde ich schon sehr, sehr lustig. Ich gehe mal auf ich finde die Küche halt ein bisschen besser. Obwohl mir als Einzelfigur gefällt mir die Meerjungfrau wirklich am besten. Ja. Aber ich finde die Küche, glaube ich, am besten und würde sagen, das ist hier das beste Set. Und finde wirklich witzig, dass die so viel zu bieten haben. Also finde auch ganz cool, dass wir hier schon mal so einen kleinen Einblick haben konnten in die Magic Unicorns Reihe. Da wird, wie gesagt, im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr kommen. Dann können wir über die ganze Serie vielleicht nochmal ausgiebiger sprechen und noch ein paar andere Sets mit kleinen Details oder kleinen Sachen, die die Spielwelt erweitern, nochmal besprechen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz witzig. Sabrina, schon mal vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Die Freude war auch ganz meinerseits. Freut mich sehr. Wir machen im Anschluss noch die Kopf- oder Zahlrunde. Hier an dieser Stelle seht ihr den QR-Code für alle Kopf- oder Zahlrunden dieses Podcastes. Wir machen die jetzt nicht mehr hier mit hinten ran, sondern laden die separat hoch, weil das auch ein Wunsch vieler Zuhörer und Zuhörerinnen war. Also dann könnt ihr einfach einmal auf diesen QR-Code klicken oder ihr guckt einmal in die Folgenbeschreibung, da habe ich den Link dann auch mit eingefügt. Und genau, mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Sabrina, du bist in der nächsten Folge nicht dabei, aber Tobi wird in der nächsten Folge dabei sein. Dafür bist du in der 68. Folge wieder dabei. Du weißt noch nichts davon. In der 68. Folge sprechen wir über Adventskalender und ich glaube, es wird relativ witzig oder vielleicht auch sehr, sehr witzig. Dann ist Oh, Leo ich glaube, nämlich das auch wird dabei. richtig gut.
Ja, ich glaube, das wird gut. Auf den Adventskalender, da freue ich mich. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleib fröhlich, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.